Vor kurzem war ich in Salzburg und habe eine neue Mozartkugel entdeckt, die ich euch in dem Video näher vorstellen möchte. Okay, ich gebe es natürlich zu, ganz so neu ist diese Mozartkugel nicht. Die gab es bereits schon vorher, zumindest von Mozartkugel Factory. Aber die Himbeer-Variante, die ich hier habe, die ist mir tatsächlich vorher noch nicht in Salzburg aufgefallen. Oder ich habe sie übersehen. Deswegen höchste Zeit, dass ich sie jetzt in dem Video näher anschaue. Ich werde also den Querschnitt herzeigen, wie schaut die Kugel überhaupt innen aus. Und am Ende gibt es auch noch einen Geschmackstest, wo ich natürlich sehr gespannt bin, wie diese Kugel eigentlich schmeckt. Schauen wir also gleich mal direkt rein, was sich hier in der Verpackung versteckt. Und so sieht jetzt die glatt gestrichene Verpackung aus. Die möchte ich auch noch mal kurz reinzoomen. Und man sieht, es ist tatsächlich das ist eine Himbeere. Es schaut manchmal eher wie eine Erdbeere aus, aber ich würde doch sagen, ja, eine Himbeere. Und ich glaube, hier ist es dann jetzt auch relativ einfach. Das heißt, hier innen befindet sich die Himbeer-Fruchtcreme-Füllung, die auch auf der Verpackungsrückseite angegeben wird. Und hier wiederum ist dann die äußere Vollmilchschokoladenhülle, kann man sagen. Und jetzt folgt noch der Geschmackstest, wo ich natürlich schon gespannt bin, wie diese Kugel denn schmecken wird. Okay, also bei dieser Kugel werde ich ausnahmsweise nicht die Skala einblenden zwischen Nougat und Marzipan, weil tatsächlich bei dieser Kugel kein Marzipan vorhanden ist. Das ist jetzt auch keine großartige Überraschung, wenn ich euch noch einmal hier die Verpackungsrückseite näher einblende. Seht ihr dann auch, dass diese Kugel aus Vollmilchschokolade mit einer Himbeer-Fruchtcreme-Füllung besteht. Und das heißt aber natürlich auch im Umkehrschluss, hier gibt es kein Marzipan, hier gibt es auch kein Nougat. Das heißt, es ist wirklich eine reine fruchtige Kugel. Und vielleicht diejenigen unter euch, die jetzt eine, sagen wir mal, eher, klassische Ansicht von Mozartkugeln vertreten, könnten dann auch sagen, ja, das ist dann wahrscheinlich eigentlich keine Mozartkugel mehr. Es heißt zumindest Mozartkugel, auch auf der, ich zeige euch die vielleicht hier noch einmal, auf der Verpackung wird zumindest auch Mozartkugel Handmade die Kugel bezeichnet, also als Mozartkugel. Ist dann natürlich hier eine gewisse Diskussionsfrage. Vielleicht interessanter für diejenigen unter euch, die sagen, okay, ich möchte mich auf diese fruchtige Kugel einlassen. Sie schmeckt durchaus sehr gut nach Himbeer. Ist nicht zu fruchtig oder sagen wir mal rein so wie Gelee-Früchte oder sowas in die Richtung, sondern es ist schon quasi eine fruchtige Creme mehr in die Richtung. Also es hat schon eine gewisse, damit ich das jetzt nicht so milchcremig, ja, es ist jetzt die
ist jetzt natürlich die Frage, wie diese innere Himbeercreme genau aufgebaut ist. Das nur aus den einzelnen Zutaten auf der Rückseite abzuleiten ist dann leider doch nicht ganz so einfach. Aber ja, sagen wir mal so, wer Himbeeren mag und diese als fruchtige Kugel, dann ist das durchaus eine Kugel, die für euch spannend sein könnte. Wenn ihr generell selbst Mozartkugeln, die Marzipan mit Früchten kombinieren, schon nicht mögt, dann ist das wahrscheinlich hier definitiv nochmal ein Schritt in eine Richtung, die euch dann wahrscheinlich nicht unbedingt zusagen könnte. Aber ich muss sagen, ja, ich mag persönlich Himbeeren eigentlich sehr gerne, habe mich deshalb auch schon sehr gefreut, als ich die Kugel gesehen habe und ja, ist durchaus eine schöne, fruchtige Erfahrung. Aber tatsächlich gibt es über 80 verschiedene Mozartkugeln, die ich schon hier am Kanal vorgestellt habe. Ich blende euch dazu auch eine Playlist am Ende des Videos ein, wo ihr euch auch ein bisschen durchschauen könnt, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie Mozartkugeln so generell aufgebaut sind. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr zukünftige Videos rund um die Mozartkugel nicht mehr verpassen möchtet. Da wird es sicherlich noch einige geben. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.